Würdest du gerne wissen, welchen positiven Einfluss Dankbarkeit auf dein Leben haben kann? Oder wie Dankbarkeit deinen Arbeitsalltag und den deiner Kollegen verbessern kann? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, stelle ich dir vor, welchen positiven Einfluss Dankbarkeit auf dein persönliches und berufliches Leben haben kann. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Also, was hat es nun mit der Dankbarkeit auf sich? Mit Dankbarkeit meine ich im Folgenden nicht das höfliche Danke-Sagen im Alltag, sondern das echte innere Gefühl der Dankbarkeit und die innere Haltung, dankbar zu sein. Welche Effekte diese Dankbarkeit auf unser Leben haben kann, wurde schon in vielen wissenschaftlichen Studien untersucht. Schauen wir uns also als erstes an, wie diese Studien in der Regel aufgebaut sind. Zunächst werden die Teilnehmenden in 2 oder mehr Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe soll Dankbarkeit praktizieren. Dazu sollen die Teilnehmenden wöchentlich oder auch täglich ein Dankbarkeitstagebuch führen, in dem sie 3 bis 5 Dinge aufschreiben, für die sie am jeweiligen Tag dankbar waren. Die zweite Gruppe ist die Kontrollgruppe. Diese soll je nach Studie neutrale Dinge aufschreiben oder auch gar kein Tagebuch führen. Bei manchen Studien kommt noch eine dritte Gruppe hinzu. Die Personen dieser Gruppe mussten regelmäßig aufschreiben, worüber sie sich ärgern. Je nach Studie ging all dies über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis hin zu mehreren Monaten. Danach wurden die untersuchten Effekte zwischen den Gruppen verglichen. Die Studien kamen zu mehreren spannenden Erkenntnissen. Zunächst wurde festgestellt, dass die Personen, die das Dankbarkeitstagebuch führten, deutlich seltener und weniger physische Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen hatten als die Personen aus den anderen Gruppen. Gleichzeitig waren sie zufriedener und bewerteten ihre Lebensqualität höher als die Personen der anderen Gruppen. Spannend ist auch, dass die Dankbarkeitstagebücher Depressionen lindern können und das sogar langfristig. Auch im Gehirnscan konnte bei den Personen, die die Dankbarkeitstagebücher führten, ein Unterschied festgestellt werden. Sie zeigten stärkere und länger anhaltende neuronale Aktivitäten bei Situationen, in denen sie dankbar waren. Außerdem hatten Personen, die das Dankbarkeitstagebuch führten, längeren und besseren Schlaf als die anderen. Nachdem wir uns jetzt ein paar allgemeine Effekte von Dankbarkeit angeschaut haben, will ich dir nun ein Modell vorstellen, welches Dankbarkeit im Arbeitsumfeld untersucht. Das Modell unterscheidet Dankbarkeit auf 3 Ebenen. Die erste ist die empfundene Dankbarkeit. Diese beschreibt die persönliche Tendenz, das Positive im Leben wahrzunehmen und wertzuschätzen. Die zweite Ebene ist die kollektive Dankbarkeit. Sie beschreibt die Dankbarkeit, die Mitarbeiter gegenüber ihrem Unternehmen empfinden. Die dritte Ebene ist die relationale Dankbarkeit. Diese beschreibt die Dankbarkeit, die Mitarbeiter von Kunden empfangen. Untersucht wurde in der Studie, inwieweit sich diese verschiedenen Ebenen der Dankbarkeit auf die Arbeitszufriedenheit und auf die Leistung auswirken. Dazu beantworteten knapp 100 Personen einen Fragebogen, der genau diese 5 Aspekte abdeckt. Zwischen empfundener Dankbarkeit und der kollektiven Dankbarkeit sowie der Arbeitszufriedenheit besteht ein schwacher Zusammenhang. Zwischen empfundener Dankbarkeit und der Arbeitsleistung konnte ein mittelstarker Zusammenhang entdeckt werden. Gleiches gilt für den Zusammenhang zwischen kollektiver und relationaler Dankbarkeit. Diese beiden haben wiederum einen starken Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit, welcher einen starken Einfluss auf die Arbeitsleistung hat. Du siehst, Dankbarkeit wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt auf die Arbeitsleistung aus. Eine weitere Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich Dankbarkeit positiv auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt, was wiederum die Arbeitsleistung erhöht. Nachdem wir jetzt wissen, welche positiven Effekte Dankbarkeit hat, stellt sich die Frage, wie du Dankbarkeit praktizieren kannst. Das Offensichtlichste ist natürlich das Dankbarkeitstagebuch. Doch auch anderen mental oder durch eine Notiz zu danken, beten und meditieren kann dein Mindset der Dankbarkeit fördern. Und das lohnt sich, denn Dankbarkeit und ihre positiven Effekte führen zu einer echten Aufwärtsspirale in deinem Leben. Also probier es doch mal aus. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.